So, wir wollen uns heute mal mit Jersey, Guernsey und der Isle of Man befassen und wann dort auf diesen Inseln Firmengründungen für dich vielleicht sinnvoll sein können. Zunächst mal, was sind das überhaupt für Inseln? Also Jersey und Guernsey, die liegen im englischen Kanal, das heißt also zwischen Frankreich und England in der Nordsee, eigentlich näher an Frankreich als an England. Die Isle of Man liegt in der Irischen See, also zwischen England und Irland. Alle drei Inseln sind sogenannte Crown Dependencies, und zwar selbstverwaltete Crown Dependencies. Die gehören also nicht zum UK dazu, haben ihre eigenen Gesetze, haben ihre eigene Steuergesetzgebung, haben das britische Pfund als Währung, haben auch weitestgehend zumindest an englisches Recht angelehntes Recht, und auch außenpolitisch werden die Inseln von UK vertreten. Und wenn du eine Aufenthaltsgenehmigung für den UK hast, zum Beispiel Settled oder Pre-Settled Status, darfst du ebenfalls auf diesen Inseln leben. Die Insel Sark kann man hier ebenfalls noch erwähnen. Dazu hatten wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Heute geht es aber speziell über Jersey, Guernsey und die Isle of Man. Auf allen diesen drei Inseln kannst du eine Gesellschaft gründen. Eine sogenannte Limited Company ist genauso strukturiert wie eine britische Limited Company, hat aber den großen Vorteil, dass die Körperschaftssteuer 0% ist. Banken und Finanzdienstleister haben zwar eine Steuer, ebenso auch Immobilienunternehmen, aber eine ganz normale Limited, die zum Beispiel Beratung macht, hat eine Körperschaftssteuer von 0%. Man muss dort ebenfalls eine Steuererklärung und Jahresabschlüsse einreichen, aber eben die Gewinne werden mit 0% versteuert. Alle Inseln haben sich sehr viel Mühe gegeben, hier dem UK und auch der EU gefällig zu sein, was die internationalen Regularien anbetrifft. Also die Inseln stehen auf keiner schwarzen Liste. Die machen mit beim Informationsaustausch, die machen mit bei Transparenzregistern und so weiter und so fort. Also Compliance ist da extrem wichtig. Wenn du dir vorstellst, du kannst da mit einem Geldkoffer ankommen, das kann man gleich vergessen. Du hast vielleicht schon mal den Spruch gehört, je kleiner die Insel, desto kleinlicher die Leute. Und so muss man sich das auch dort vorstellen. Wir haben dort selbst schon Firmen gegründet für Mandanten, und es ist extrem schwierig unter Umständen hier eine Firma zu gründen, weil eben die durchführenden Anwälte und Berater hier genau hinschauen, warum gründest du diese Firma, willst du die gründen, um Steuern zu hinterziehen und so weiter und so fort. Ja? Also das heißt, vielfach kommen Gesellschaften auf diesen Inseln eigentlich nicht in Frage. Compliance ist ein großes Thema, also da ist schon ein bisschen kompliziert. Es hat aber auch noch drei andere Gründe, drei andere Nachteile. Also erstens, es ist relativ teuer. Zweitens, du kannst nicht selbst Geschäftsführer deiner Gesellschaft sein. Es muss dort ein lokaler Anwalt oder Dienstleister bestellt werden, der auf der Insel wohnt. Und drittens damit verbunden, du hast keinen Zugriff aufs Konto der Gesellschaft. Für viele ist das natürlich ein K.O.-Kriterium, ist mir völlig klar. Tendenziell sind jetzt die Unternehmen oder die Unternehmer, die dort eine Firma gründen, eher die sehr Wohlhabenden, und für die ist es meistens ehrlich gesagt kein Problem. Wir wissen zum Beispiel, dass Abramovich und andere Superreiche dort Gesellschaften haben. Und also meine Erfahrung ist, je mehr eigentlich jemand verdient, je größer das Business ist, desto weniger hat man ein Problem, wenn hier ein Anwalt oder so über das Konto verfügt. Aber mir ist klar, das ist ein Punkt für viele ein K.O.-Kriterium, da kommt man nicht drüber hinweg. Wenn das also die Nachteile sind, was sind also genau die Vorteile und warum sollte man dort überhaupt eine Firma gründen und sich mit dem Gedanken daran auseinandersetzen? Ich kann ein spezifisches Szenario besonders sehen, und das will ich heute auch behandeln, wo eine solche Gesellschaft Sinn macht. Wenn du deutscher Staatsangehöriger bist und in ein Niedrigsteuerland umziehst oder aber in ein Hochsteuerland mit einem steuerlichen Sonderstatus, Non-Dom, Beckham Law, NHR und die ganzen, oder aber du bist digitaler Nomade, hast keinen festen Wohnsitz und bist Perpetual Traveler, dann hast du ja ein Problem in Deutschland, denn du fällst unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht.
Und wenn du dann Einkünfte hast, die sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte sind, ja, also Einkünfte, die nicht über eine Betriebsstätte generiert werden, sondern von dir einfach auf Reisen oder so generiert werden oder du die nicht offiziell über eine Firma abrechnest, wo dann die Rechnung auch letztlich in die Buchhaltung mit einfließt, dann sind diese Einkünfte in Deutschland steuerpflichtig. Bekanntestes Beispiel in vielen Fällen die US-LLC. Die US-LLC als Exempt-LLC mit einem Member hat ja in den USA keine Betriebsstätte per Definition, daher in den USA darauf keine Steuer. Die Frage ist dann, wo hat diese US-LLC ihre Betriebsstätte? Wenn du jetzt laufend unterwegs bist, keinen Wohnsitz hast und so weiter, hat sie möglicherweise gar keine Betriebsstätte. Und damit sind es betriebsstättenlose Einkünfte, die du hier abrechnest. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn du einfach Freiberufler bist. Du bist als Freiberufler unterwegs, schreibst einfach als Freiberufler von irgendwo eine Rechnung, hast aber nirgendwo den Freiberuflerstatus angemeldet. Das heißt, es gibt also nirgendwo, wo du die Einkünfte meldest auf einer Steuererklärung. Auch dann hast du betriebsstättenlose Einkünfte. Du hast keine betriebsstättenlosen Einkünfte, wenn du zum Beispiel in Dubai wohnst und unter dem Freibetrag hier Einkünfte erzielst. Das heißt, die neue Körperschaftssteuer in Dubai gilt noch nicht für dich. Dann hast du komplett steuerfreie Einkünfte mit einer Betriebsstätte. Das wäre also für die weiter beschränkte Steuerpflicht kein Problem. Da gibt es auch noch ähnliche Länder, wo man das Gleiche sagen könnte. Zurück zu den Inseln. Jersey, Guernsey, Isle of Man. Wenn du also in der Situation bist, dass du entweder Perpetual Traveler bist oder eben jemand bist, der deutscher Staatsbürger ist und in einem Niedrigsteuerland wohnt und entsprechende Rechnungen hast, die du schreiben willst, aber diese gerne steuerfrei vereinnahmen willst, dann macht möglicherweise eine Gesellschaft auf einer dieser 3 Inseln Sinn. Denn der Vorteil ist ja, dass es keine betriebsstättenlosen Einkünfte sind. Du hast einen Geschäftsführer, der dort vor Ort lebt. Dieser Geschäftsführer ist der einzige Geschäftsführer. Du bist also kein weiterer Geschäftsführer, du hast keine Power of Attorney. Du hast nicht mal Zugriff aufs Bankkonto. Ja? Damit ist ganz klar, da ist eine Betriebsstätte vor Ort gegeben. Die Gesellschaft macht eine Steuererklärung, die macht Jahresabschlüsse, diese werden dort eingereicht bei den Behörden. Aber der Körperschaftssteuersatz ist eben 0%. Das heißt, die Gesellschaft kann dir 100% des Umsatzes als Gewinn ausschütten, eben dann als Dividende. Das heißt, du hast das ganze Thema betriebsstättenlose Einkünfte komplett umschifft und hast trotzdem vollständige Steuerfreiheit. Da kann ich eben einen Vorteil einer Gesellschaft auf Jersey, Guernsey oder der Isle of Man sehen. Wie gesagt, das wird nicht für jeden hier attraktiv sein. Zum Teil sind die Kosten eben relativ hoch und es ist auch in gewisser Weise mühselig, diese Firma zu gründen. Nicht so einfach wie eine LLC. Ja, also ich kenne das von Mandanten, wenn wir das gemacht haben, da muss man erstmal einen Lebenslauf des Gründers hinschicken, eben an den Dienstleister, der die Firma gründet, Anwalt, Steuerberater oder sowas. Man muss genau erklären, warum man die Firma gründet. Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, als wollte man hier Steuern hinterziehen. Ja? Aber zum Beispiel, wenn du jetzt ein Setup hast, wo du sagst, okay, ich wohne in Spanien mit Beckham Law oder ich wohne in Malta mit Non-Dom-Status, dann würde ja letztlich hier möglicherweise die erweitert beschränkte Steuerpflicht zutreffen für dich. Und du hast eben Einkünfte wie zum Beispiel Provisionen. Ja, da könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass so ein Anwalt auf der Isle of Man oder auf Jersey oder auf Guernsey sagt, okay, du hast hier Provisionen, die können wir gerne über eine solche Firma in Rechnung stellen und dann dir entsprechend ganz offiziell als Dividende ausschütten. Vielfach werden diese Gesellschaften übrigens auch verwendet für Finanztransaktionen. Also Jersey selbst hat eine Börse, da werden sehr viele Anleihen gelistet. Die zählen dann entsprechend als Euro-Bonds und damit muss man auf die Zinsen keine Quellensteuer bezahlen. Das heißt, als Finanzvehikel, Holding Companies oder auch als SPVs, um irgendeinen Deal zu strukturieren, da werden diese Gesellschaften vielfach verwendet heute. Das wäre also auch eine Möglichkeit, wo du eben dann hier einfach und mit dem Vorteil der Steuerfreiheit
entsprechend hier eine gute, glaubwürdige Rechtsform haben kannst, die in Europa ist, wo du sehr einfach hinkommst mit dem Flugzeug, auch vor Ort das alles regeln kannst und nicht irgendwo sonst auf der Welt verstreut mit irgendjemand hier zusammenarbeiten musst. Wenn das für dich von Interesse sein könnte, wie gesagt, mir ist klar, für viele wird das nicht interessant sein, aufgrund der Dinge, die ich gesagt habe. Aber wenn du denkst, dass eine solche Struktur für dich interessant wäre, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen und wir können deine konkreten Anforderungen hier in der Beratung besprechen und uns gemeinsam überlegen, ob eine solche Gesellschaft für dich Sinn machen würde, was es bedeuten würde, diese zu gründen, oder ob es vielleicht bessere Alternativen gibt. Der Link zum Beratungsgespräch packen wir hier in die Beschreibung rein. Ich freue mich, dich dort kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.